Hallo, herzlich willkommen bei Selbermachen. Seit dem letzten Video ist einiges an Zeit vergangen und ich habe viel experimentiert. Inzwischen haben wir eine Küchenmaschine bekommen, die mir beim Brötchenbacken hilft. Außerdem habe ich experimentiert mit Backmalz und mit der Möglichkeit, beim Herd Umluft zu verwenden, um die Brötchen in einem Zug zu backen. Aber der Nachteil ist bei Umluft, dass die Kruste viel zu hart und trocken wird. So, dann lasst uns mal anfangen. Das Rezept findet ihr wie immer in der Beschreibung des Videos. Für 1 Kilogramm Mehl nehme ich 20 Gramm Salz und mische das ordentlich unter. Dazu 1 Teelöffel Backmalz und wieder verrühren. In der Mitte forme ich eine Kuhle und da kommen jetzt die 2 Päckchen Trockenhefe dazu. Dann gebe ich etwas Wasser dazu und decke das mit Mehl ab. Nach 5 Minuten beginnt die Hefe zu arbeiten und kommt an die Oberfläche. Jetzt kommt der Rest des Wassers dazu. Die Küchenmaschine wird vorbereitet, mit einem Knethaken versehen und die Schüssel eingelegt. Nun lasse ich die Maschine 5 bis 6 Minuten arbeiten. Die Maschine hat ordentlich zu tun. Die Mechanik wird hier ordentlich beansprucht, wie man sieht. Jetzt ist der Teig fertig und sollte sich schon geschmeidig anfühlen und nicht zu klebrig. Den Teig nehme ich zunächst einmal raus und teste ihn auf dem Brett, wie geschmeidig er geworden ist. Das sieht schon sehr gut aus. Und wieder ab in die Schüssel. Da sich die Metallschüssel für mich doch sehr kühl anfühlt und der Teig doch schneller gehen soll, entschließe ich mich zu einem Trick. Ich nehme eine große Plastikschüssel, fülle sie mit warmem Wasser und stelle die Schüssel da hinein. Der Teig ist schön aufgegangen. Jetzt kommt er aufs Brett und wird zunächst zu einer langen Wurst geformt, die man wieder gut teilen kann. Das hatte ich schon im ersten Video beschrieben. Die Konsistenz des Teigs ist super. Er lässt sich schön ziehen und in die gewünschte Form bringen. Nun wird die Rolle in 16 gleiche Teile geteilt. Ich mache jetzt 16 längliche Brötchen. Diesmal sind keine Runden dabei. Ihr könnt es auch gerne rund machen, wie ihr wollt. Das geht dann auch recht zügig. Im ersten Video hatte ich gesagt, die Brötchen ein wenig gehen zu lassen und dann einzuschneiden. Es geht eigentlich genauso gut, wenn ihr das gleich einschneidet und dann abdeckt. So, die Brötchen sind jetzt prall und können in den Ofen. Den Ofen habe ich schon vorgewärmt auf ca. 225 Grad. Zunächst werden alle Brötchen mit lauwarmem Salzwasser eingestrichen und kommen dann auf das heiße Blech. Jeweils 8 Stück auf ein Blech. Denkt immer dran, dass das Blech doch sehr heiß ist. Man kann sich leicht verbrennen, wenn man an das Blech rankommt. So, das Blech kommt in den Ofen. Und ich habe hier mal im Zeitraffer gezeigt, wie die Brötchen im Ofen nochmal aufgehen. Und zwar in den ersten 6 Minuten. Danach werden sie nur noch braun. So, nach 12 Minuten werde ich jetzt die Schienen wechseln, damit das untere Blech auch wenig Oberhitze abbekommt. Vorsichtig ablassen. Sehr gut. So, jetzt sind 20 Minuten vergangen, seitdem die Brötchen im Ofen sind. Im Moment fehlt an der oberen Schicht noch ein bisschen die Bräune. Jetzt warte ich noch ein paar Minuten, 1-2 Minuten, bis die oberen Brötchen auch schön braun sind von oben. So, die Brötchen sind jetzt fertig und kommen zum Abkühlen auf das Gitter.
Dadurch können sie von unten noch ein bisschen Luft kriegen und kühlen schneller ab. Damit es noch schneller geht, stelle ich die jetzt raus ins Kalte, damit sie dann auch schnell eingefroren werden können, um den Geschmack zu behalten. Noch ist es kalt draußen. Sehen die nicht fantastisch aus? So, die Brötchen sind jetzt fertig. Das Ganze hat ca. 3 Stunden gedauert. Die Brötchen sind jetzt zum Kühlen draußen und morgen früh gibt es eine Kostprobe. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst es euch schmecken. Schön, dass ihr reingesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Ansonsten gerne wieder reinschauen. Nicht vergessen, da unten könnt ihr abonnieren.